Grüßt euch und herzlich willkommen zum 14. Teil zum Bau meiner Spundelanlage. In diesem Teil mache ich mit meinem kleinen BW weiter. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. In diesem Teil möchte ich mit der Gestaltung meines Betriebswerks weitermachen. Und zwar hier zwischen den Gleisen, die Gleise selbst. Drumherum bin ich am Überlegen, ob ich einen Zaun mache, weil hier soll direkt ein Wald angrenzen, auch wegen Tieren und so. Bin ich am Überlegen. Und hier habe ich mir gedacht, ob ich vielleicht ein kleines Gebäude hinstelle, wo quasi ja ein nenne ich einen Betriebsbahnmeister oder einer, der so ein bisschen das Ganze verwaltet, mit einem kleinen Schreibtisch, vielleicht ein kleines Bett oder so, aber das ist halt recht eng hier, deswegen ich habe hier bloß so ein kleines Postengebäude. Muss ich mal schauen, ob ich das hier hinbaue. Das werde ich mal im Verlauf des Videos testen, ob das Sinn macht. Genau, jetzt streiche ich als erstes wieder alles ein und bringe so ein bisschen eine Basis auf. Ich fange hier hinten an. Was ich, glaube ich, aufgehört habe, mache ich weiter, dass ich dann nicht mit meiner Plauze im Leim rumstreife. Gut, das ist jetzt die Basisschicht. Die vertupfe ich jetzt ein bisschen und dann wird sie noch ein bisschen, dann wird sie mit Kleber noch fixiert. Also wieder mit Wasser-Leim-Gemisch. Bei mir ist das meistens so im Verhältnis 4:1, also 4 Teile Wasser, 1 Teil Leim und ein Tröpfchen Spüli. Und genau, das ist jetzt quasi meine Ausgangsschicht. Und da mache ich dann noch mal ein bisschen was drauf. Aber jetzt wird zuerst geklebt. Die erste Schicht ist jetzt drauf. Das ist jetzt quasi die Basis. Und genau, hier vorne habe ich auch gemacht. Jetzt lasse ich das erstmal trocknen und dann schaue ich es mir morgen an. Das konnte jetzt über Nacht wieder trocknen. Das ist jetzt schön fest. Schaut jetzt so aus. Recht eintönig. Das wird jetzt aber gleich weiter bearbeitet. Und während ich jetzt hier quasi werkel, mache ich nebenbei an meinem neuen Ausziehtisch mache ich einen Zaun, beziehungsweise einen langen Zaun. Da versuche ich mich jetzt gerade an einem Bretterzaun. Und der soll dann ums Betriebswerk Gelände rum. Also wahrscheinlich dann hier ein Stück und da muss ich mal schauen, wie ich da zu Rande komme. Aber das werde ich wohl mal zumindest ausprobieren. Und jetzt mache ich weiter, jetzt kommt die nächste Schicht drauf. Gut, dann beginne ich zunächst wieder mit, jetzt bringe ich einen dünnen Sand hier auf, bisschen heller. Und dann tupfe ich. Gut. Gut, dann lassen wir es jetzt wieder trocknen. Jetzt mache ich die andere Seite noch. Und dann schaue ich mir das an und mache gegebenenfalls noch mal eine Schicht drauf. Es konnte jetzt schon ein bisschen antrocknen und jetzt fange ich hier schon mal das Schottern an. Das mache ich wieder so wie sonst auch. Ich werde das jetzt auch nicht filmen, großartig, sondern euch einfach das Endergebnis dann zeigen. Das stand jetzt ein paar Tage. Ich war mir nicht sicher, ob es mir gefällt oder nicht, aber je länger das steht, umso mehr habe ich mich damit angefreundet. Und jetzt habe ich mir aber gedacht, ich gehe jetzt mal mit einem Wash drüber.
Und ansonsten muss ich halt nochmal drüber powdern, aber jetzt habe ich mir hier schon ein Dreckwasser gemacht und jetzt teste ich das mal. Jetzt gehe ich hier einfach mal alles so ein bisschen sanft ab. So, jetzt bin ich einmal durch. Ich finde, das schaut jetzt schon recht vielversprechend aus. Jetzt lasse ich das mal trocknen und dann schaue ich es mir an. Das war jetzt zwischenzeitlich alles getrocknet und ich habe dann die Airbrush-Pistole geschwungen. Und naja, ich mag sie, aber sie mag mich jetzt nicht so. Trotzdem bin ich jetzt mit dem Ergebnis zufrieden. Ich habe dann noch mal ein bisschen nachgearbeitet und habe hier auch zwischenzeitlich eine zweite Schicht schwarzes Wash aufgebracht. Hier sieht man so ein bisschen Probleme, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten bin ich eigentlich, wie gesagt, zufrieden. Hier, das hatte ich noch nicht erwähnt, habe ich ein Kiesbett gemacht, quasi, da wurde ein bisschen gespart. Und genau, jetzt warte ich auf Zaunteile noch und auf Zaunpfosten. Während ich auf fehlendes Material warte, habe ich mir jetzt gedacht, ich fange schon mal mit meiner Schlackegrube an. Ich weiß über Schlacke und Lösche ziehen jetzt nicht sonderlich viel. Ich weiß nur, dass man beides nicht gleichzeitig machen kann, weil das so starke Rauchentwicklung hat. Und dass man die Lösche wiederverwerten konnte anscheinend zum Beheizen oder so. Und jetzt mache ich hier auf jeden Fall erstmal meine Asche. Dazu habe ich zwei unterschiedliche Asches, zwei, ja, wie auch immer, zwei unterschiedliche Sorten Asche. So könnte ich es auch sagen. Die mische ich mir jetzt mal ein bisschen zurecht. Da sind auch noch so ein bisschen Kohlestücke drin. Das ist ganz gut. So, das reicht mir jetzt erstmal. Dann gehen wir wieder rüber zur Anlage. Jetzt bin ich an der Grube und habe hier meine Ascheplöre. Ich finde, dass sie ein bisschen zu braun ist, aber jetzt nehme ich mir die trotzdem mal und fange mal an, hier so ein bisschen reinzuschmieren. Vielleicht ein Pinsel oder so. So, jetzt streue ich mal noch ein bisschen Asche ran. Und dann schauen wir uns das einfach mal an, was da rumkommt. Jetzt wird's ernst. So, das ist der Schlackesumpf. Muss jetzt erstmal trocknen. Gut, dann habe ich mir hier noch zwei Aschehaufen vorbereitet. Die sollen hier so her, recht nah an die Grube. Die muss ich jetzt aber vorher ein bisschen mit Kleber fixieren. So. Die werden dann hier quasi abgelagert, zwischengelagert, die Aschehaufen, und dann kommt der Fuchsbagger vom Kohlebanzen immer mal und fährt das Ganze quasi, beziehungsweise schaufelt das Ganze in einen Hochbordwagen. Das ist zumindest der Plan. So, und jetzt brauche ich Asche. Jetzt habe ich die Asche so ein bisschen auf den Häufchen verteilt hier, und jetzt geht es gleich weiter mit Fixierung. Da muss man ganz weit weggehen, habe ich schon gemerkt. Sonst wird es sehr unkontrolliert. Da trage ich jetzt mal richtig satt Alkohol auf. Klebe mal wieder. Das ist jetzt sehr viel Asche hier. Ich weiß nicht, ob das gut kommt. Aber es ist halt schon Ende der Woche quasi. Da muss halt jetzt dann der um 12 vorgefahren werden, zeitnah. Gut. Jetzt lassen wir es mal trocknen. Währenddessen bereite ich mal die Lösche vor. Ich habe mir jetzt mal die kürzeste Lok markiert und die längste. Ich meine, man kann sowieso nicht gleichzeitig entschlacken und Lösche ziehen, aber ich mache das trotzdem auf einem Gleis.
Hier steht dann der Kohlehund, beziehungsweise der Löschehund. Der kann dann abtransportiert werden. Ja, das kann man glaube ich noch nehmen für irgendwelche Heizungen oder sonst was. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt überlegt, ich werde hier so ein bisschen einsauen. Dann kommt hier mein, sieht man nicht, hier. Dann kommt hier mein Schürhaken-Set hin, mein Ständer mit den jeweiligen Schürhaken. Genau, und jetzt habe ich hier mal meine Lösche. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich mache hier mal so ein bisschen zwischen die Gleise rein. Weil da sicher auch was runterfällt. So, mehr würde ich erstmal gar nicht machen. Gut, jetzt lasse ich das mal trocknen alles. So, meine Entschlackungsstelle und mein Löscheziehbereich quasi sind jetzt soweit fertig. Mir sind die Aschehaufen ein bisschen zu gleichmäßig geworden. Ich glaube, da mache ich noch mal was. Da muss ich aber erst noch mal Asche besorgen. Ansonsten finde ich es jetzt ganz schön geworden. Ich bin zufrieden. Und jetzt mache ich hier noch, ich habe noch Bretter übrig und jetzt mache ich da noch so ein paar Bretter hin, dass man besser reinkommt. So lasse ich das jetzt erstmal. Jetzt mache ich noch ein bisschen Schmodder drüber und dann geht es weiter mit dem Bohlenweg. Als nächstes gestalte ich meinen Bohlenweg, der hier rumgehen soll. Und dazu habe ich mir schon mal einen ganzen Sack voll gemacht. Und jetzt habe ich mir hier so eine Schablone gemacht, mit der ich Maß nehme, wo ich quasi, dass ich immer den gleichen Abstand habe zur Drehscheibe. Das Problem ist, dass nicht alle Schwellen, da hätte ich ein bisschen aufpassen müssen drauf, dass die den gleichen Abstand haben zum Ding, dann wäre es einfacher gewesen. Aber jetzt muss ich das halt so machen. Schnappe ich mir jetzt wieder meine Schwellen, dann Kleber, nicht Schwellen, meine Bohlen. Und dann fange ich hier mal an. So, dann muss ich theoretisch bloß die erste machen. Und dann kann ich da anschließen. So, das mache ich jetzt einmal rum. Mein Bohlenweg konnte jetzt über Nacht trocknen. Schaut jetzt so aus. Genau. Jetzt wird es langsam so, wie ich mir das hier vorstelle. So, nach langem Warten treffen halt endlich meine Pfosten ein. Und meine Zaunelemente. Sehr schön. Zwischenzeitlich habe ich jetzt schon ein ganzes Stück gemacht. Ich habe hier angefangen auf der Seite, weil das ist ja eigentlich schon fertig. Und dann wollte ich erstmal schauen, wie sich das alles rausgeht. Genau, jetzt bin ich schon bis hier vor. Und jetzt mache ich mal hier weiter. Gut, und zwar klebe ich mir da zuerst den Pfosten so ein bisschen, ja, halb an die Kante, also hier an die Latten hin. Schon ob ich das eingefangen bekomme. Und dann mache ich hier 2 Punkte hin. Hier unten Holzleim drauf, satt. Weil viel hilft viel. Und dann noch den Pfosten. Und dann geht's auch schon los. Das war's auch schon. Der Zaun ist jetzt soweit hingeklebt. Hier habe ich noch ein paar Elemente gemacht. Auf der anderen Seite auch. Hier in dem Eck kommt noch meine Tunneleinfahrt hin. Das wird ein bisschen tricky. Das weiß ich noch nicht so genau, wie ich das machen soll oder was ich da mache. Das werde ich mal verschieben. Hier rechts und links
Da weiß ich auch noch nicht so recht, was ich hinmachen soll. Ich habe mir gedacht, vielleicht irgendwie so Ersatzteile oder alte Ersatzteile oder Schrott oder naja, irgend sowas in der Richtung. Aber da habe ich jetzt erstmal noch nichts, das warte ich erstmal ab. Dann habe ich hier für den Drehscheibenbediener habe ich einen Einmannbunker, quasi ein Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg. Genau, den Drehscheibenbediener habe ich auch schon, den muss ich auch noch reinkleben. Genau, aber so schaut es jetzt aus. Hier an der Toreinfahrt bin ich am Überlegen, ob ich Scharniere hinmache und dann, dass ich es halt öffnen oder schließen kann. Mal sehen. Und hier bei dem Tor bin ich mir noch gar nicht sicher. Vielleicht mache ich da einen Schlagbaum hin oder ein Tor auch. Wellblechtor oder so. Muss ich mal sehen. Gut, aber so schaut es jetzt aus. Jetzt fange ich als erstes mal hier an mit meinem Waldboden. Dann nehme ich mir mein Streu. Danach habe ich noch ein bisschen mittelgrünes Gras, was ich so ein bisschen hinstreue. Ich meine, man sieht es dann sowieso nicht, aber so ein bisschen fürs Gefühl. Dann wieder vorsichtig Alkohol. Und Wasserleimmischung. So, und dann lasse ich es trocknen. Jetzt fange ich an mit meiner Begrünung. Da fange ich erstmal wieder mit meinem hellen, hellen Grün an. So, und dann fange ich an mit meinem Begraser. Ich bin gespannt, wie oft ich irgendein Zaunelement wegreiße. So, die erste Schicht ist jetzt drauf. Die muss jetzt trocknen. Und während die trocknet, habe ich hier schon mal ein Schürhackengestell hingeklebt. Und noch einen Lampenschrank ist es. Genau so schaut es jetzt hier aus. Mittlerweile sind alle 4 Schichten drauf. Schaut so aus. Jetzt muss ich als nächstes nur noch die Ausschmückung muss ich jetzt machen. Also so Büschchen und Büsche und ja, muss ich mal schauen, was ich noch so da habe. Aber jetzt schaut es so aus. Jetzt mache ich als nächstes noch hier hinten den Hintergrundwald. Dahin. Genau. Das wird jetzt die nächste Etappe und dann zeige ich euch den Zwischenstand. Jetzt habe ich eine Reihe Bäume vor den Hintergrund geklebt. Blöderweise bin ich irgendwie davon ausgegangen, dass ich da 1,5 bis 2 Reihen hinbekomme. Aber dem war nicht so. Eigentlich mag ich das so gar nicht, wenn das bloß so eine Reihe ist. Ich hätte jetzt da ganz gerne noch eine zweite versetzt dahinter. Dann würde das Ganze ein bisschen tiefer wirken. Aber naja gut, es geht halt jetzt nicht anders. Vielleicht noch ein paar, muss ich mal schauen. Vielleicht noch irgendwie was Halbes oder so. Genau, so schaut es jetzt aus. Und jetzt mache ich bloß bis hierher, weil da kommt dann, wie gesagt, mein Tunnelportal hin. Und genau, jetzt geht es ans Ausschmücken. Jetzt habe ich noch ein paar Büsche und Sträucher und ein paar Ausschmückungen angebracht. Hier ist ein Drehscheibenbediener reingekommen. Ich habe den Bunker so ein bisschen eingestraucht. Und jetzt schaut das Ganze so aus. Genau. Ich bin soweit zufrieden, aber irgendwas passt für mich noch nicht ganz. Ich weiß nicht genau was. Vielleicht hat ja von euch einer eine Idee, dann kann er es mir gerne in die Kommentare schreiben. Aber mit irgendwas irgendwie ist irgendwas ist nicht stimmig. Genau. Jetzt zeige ich euch noch schnell was anderes. Dazu muss ich das Licht anmachen. Und zwar wollte ich euch schnell noch mein Verhaut zeigen. So schaut es bei mir nach einer Session aus. Wenn ich quasi gebaut habe, ist hier ein ziemliches Stillleben. Jetzt hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.